Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Heute wollen wir uns mal mit dem Modus Durchbruch beschäftigen und vor allem mal ganz allgemein mit dem Thema Movement. Wie kommt ihr am besten über die Map, beziehungsweise wie schafft ihr es richtig schön hinter die Gegner zu kommen und den ein oder anderen Flank rauszuhauen. Also das ist ein ganz allgemeiner Guide, nicht nur spezifisch auf Durchbruch, aber heute behandeln wir mal Durchbruch mit. Natürlich nur, wenn der Modus einmal mehr wieder mitspielt, weil der war gestern irgendwie überhaupt nicht mehr spielbar. Da bist du in nicht eine Lobby mehr reingekommen, aber anyway, das sind sowieso mehr allgemeine Tipps und Tricks für euch, die ich euch an die Hand geben möchte. Also das ist jetzt gar nicht so isoliert nur auf einen Modus zu betrachten. Erste Basisinformationen beziehungsweise auch wiederum Basistipps habe ich euch in dem Eroberungsguide an die Hand gegeben. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, gebe ich euch das sehr gerne an der Stelle nochmal an die Hand. Und wenn ihr natürlich keine weiteren Videos beziehungsweise Tipps, Tricks und Verbesserungen für euer Aim, Movement oder whatever verpassen wollt, dann lasst doch an der Stelle sehr gerne ein kostenfreies Abonnement und wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Like, wenn es euch nicht gefallen hat, ein Dislike da. Vielen Dank an der Stelle nochmal und natürlich an all die Neuen, die in der vergangenen Zeit oder in der letzten Zeit dazugekommen sind. Wirklich absolute Ehre für euren kranken Support einmal mehr. Die Community wächst und ich freue mich über jeden Neuen, der mit am Start ist und natürlich über alle, die auch weiterhin bleiben und weiterhin mit rein supporten. Also beginnen wir mal mit dem Breakthrough Basic Informationen. Es geht darum, wir haben zwei Ziele beziehungsweise in den meisten Fällen zwei Flaggenpunkte, die gleichzeitig vom angreifenden Team gehalten beziehungsweise erobert werden müssen, natürlich erobert werden müssen. Und dann geht es Sektor für Sektor nach vorne, bis man irgendwann alle Punkte erreicht hat und die Runde damit gewonnen hat. Dafür hat das angreifende Team nur eine bestimmte Ticketanzahl zur Verfügung. Die wird dann immer je Stufe nochmal aufgestockt, zumindest zum Teil aufgestockt, während das verteidigende Team, das hat so viel Tickets, wie es haben kann, also komplett unendliche Tickets. Die können sich so oft in den Staub legen, wie sie eben Bock haben. Hauptsache, sie bekommen das angreifende Team eben aufgehalten. Sollte das angreifende Team im Rahmen ihrer Tickets das eben nicht schaffen, dann ist die Runde vorbei. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Basic-Tipps und ja, nicht flamen jetzt, aber es gibt halt so ein paar Dinge, die im Breakthrough natürlich noch mal ein bisschen besser funktionieren als im Eroberungsmodus. Und das ist unter anderem, wenn ihr es schafft, ein Heli abzugreifen, weil dann ist ehrlicherweise einfach mal Farmville angesagt, weil natürlich die Dev-Positionen auf zwei Flaggen halten sich insgesamt 128 Spieler auf, dementsprechend 64 Feinde, die ihr potenziell da wegholen könnt. Und das macht natürlich mit dieser aktuell noch absolut übertriebenen 30 mm Kanone ist es, glaube ich, vom Apache bzw. dem russischen Pendant-Helikopter absolut Spaß, beziehungsweise ja, es ist jetzt nicht das absolute High-Skill-Gameplay, aber kann man machen und ist vielleicht auch ein Tipp an die Anfänger. Jetzt nicht, dass ihr euch allein in den Helikopter setzt und so wie ich das an der Stelle gerade mache, hier am Abwechseln seid. Also ich fliege ja immer ein Stück nach oben, dann wechsle ich den Fahrersitz an die automatische Gun, nehme das mit, was da unten am Boden ist, wechsle wieder und schaue, dass ich natürlich auch dementsprechend nicht vom Himmel geholt werde. Das könnt ihr aber auch anders lösen, ja, gerade wenn ihr jetzt Einsteiger seid, vielleicht noch nicht so im Helikopter-Gameplay mit drin seid, dann schnappt euch doch einfach den Beifahrersitz, unterstützt den Piloten und macht eure Kills, beziehungsweise am Ende des Tages sind ja Kills auch Respawns des Gegners und dementsprechend hat euer Team natürlich auch Zeit, in der Zwischenzeit die Flaggen einzunehmen. Gerade am Anfang der Runde funktioniert sowas immer optimal. Irgendwann natürlich im Laufe der Zeit werden die Verteidiger euch dann mit den AAs runtergeiern. Nichtsdestotrotz, irgendwann hat man so ein bisschen das Gefühl raus, wie ist die Distance. Also ich kann ja einmal meine Täuschkörper raushauen und dann muss ich mich wieder in eine Distance begeben, dass mich jetzt die Verteidiger, nicht die Angreifer, die Verteidiger nicht unbedingt in den Distance-Rahmen bekommen. In dem halte ich mich so lange auf, bis meine Täuschkörper eben wieder aufgeladen sind und dann gehe ich wieder rein, Sitzplatz wechseln und rein da auf den Punkt. Warum? Warum auch nicht? Ich meine, alles gratis Kills, kann man jetzt auch nichts dafür, wenn die Helikopter eben so stark sind, beziehungsweise sich die gegnerischen Helikopter jetzt nicht unbedingt
für einen interessieren, beziehungsweise die Kampfjets, dann kann man das, wie gesagt, durchaus auch mal nutzen. Und es ist ja auch wirklich etwas Teamunterstützendes, weil umso mehr ihr da auf der Flagge wegholt, umso einfacher hat es euer Team, eben das Ganze dann auch wiederum einzunehmen. Aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber einen Helikopter abgreift, beziehungsweise in einen Helikopter hinein spawnen kann, natürlich nicht immer gegeben. Und die wahrscheinlichste Variante ist, dass ihr zu Fuß unterwegs seid und oder in einem Fahrzeug. Und hier gilt natürlich auch, nicht einfach frontal blind in eine Flagge hineinlaufen bzw. fahren, weil da ist natürlich auch die Verteidigung am konzentriertesten, sondern schaut, dass ihr irgendwie seitlich bzw. im besten Fall von hinten reinkommt. Und da ist unter anderem Sundance am besten geeignet mit ihrem Wingsuit, weil sie einfach sehr, sehr weit von einer erhöhten Position hinter die feindlichen Linien kommt. Und ja, wenn ihr das natürlich einmal schafft, ist das optimal, weil ihr seht schon, die Gegner raffen nichts. Potato Aim war noch am Start, aber da war ich, to be honest, relativ kalt in der Runde. Also war meine erste Runde, meine ich. Aber funktioniert auf jeden Fall immer. Und natürlich, um es mal von der Verteidigungsseite dann auch zu sehen, müsst ihr natürlich ein bisschen darauf achten, dass ihr nicht nur die Flaggen zentral abdeckt, sondern auch immer ein Auge links und rechts und natürlich auch oben, ja, weil der Tod kommt von oben, der gilt natürlich auch in Durchbruch, beziehungsweise in jedem Battle oder nicht in jedem Battlefield-Modus, aber in vielen Battlefield-Modi, da solltet ihr immer drauf achten. Also links glotzen, rechts glotzen und vor allem in den Himmel glotzen. Wo sind die potenziellen Gefahren? Wo könnte man weggeholt werden? Und ja, wenn ihr immer so seitlich bzw. von hinten es schafft, an die Flaggen anzulaufen, dann ist es natürlich wesentlich einfacher, auch mal ein paar Gegner mehr wegzuholen, als wenn ihr alle in vorderster Front im Gunfight facen müsst. Ist logisch, weil deutlich höhere Spieleranzahl mittlerweile, also das ist nicht mehr 1 vs 2, sondern meistens 1 vs 3, 1 vs 5 oder keine Ahnung was. Und dementsprechend schaut immer, dass ihr irgendwie seitlich bzw. von hinten diese Flaggenpunkte anlauft. Und selbst wenn ihr gefrontet werdet, sucht euch Deckung. Hier hänge ich natürlich absolut ekelhaft im Headglitch rum, aber das muss man auch mal machen. Wichtig ist halt natürlich, schimmelt da nicht fest, sondern schaut, dass ihr in Bewegung bleibt und natürlich auch am Ende des Tages auf die Flagge laufen könnt. Zusätzlich, gerade wenn ihr jetzt auf Distance unterwegs seid vom Gunplay, ich meine, es wird nochmal ein separater Guide zum Thema Gunplay, Rückstoß und so weiter, der kommt auch in den nächsten Tagen, vielleicht kommt er schon morgen, je nachdem wie ich dazu komme. Auf jeden Fall kommt da was, könnt ihr gerne auch deswegen natürlich auch mit am Start bleiben. Also insbesondere auf Distance ist wichtig, jetzt mal abgesehen von welcher Waffe ihr das macht, außer ihr habt eine Sniper am Start, schaut, dass ihr Tapfire, das ist alles, was ich auch auf die Distanz mache. Das kombiniert natürlich mit Crouchfire, seid ihr auf jeden Fall immer in einer sehr guten Position. Crouchfire ist, wenn ihr euch kurz hinduckt, weil auch da wird die Präzision nochmal erhöht. Und dementsprechend würde ich sagen, war es mit dem heutigen Guide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haut rein und bis dann. Euer E-Team.